Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ein Tag vor Heiligabend habe ich nochmal ein paar Informationen für euch. Und zwar fangen wir zuallererst mal mit den News an, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und zwar die Events, die auf uns warten. Ja, und zwar haben wir hier einmal Prachtparade, dann haben wir Erfahrung, Gold-Event haben wir, den Großputz, Tag des heißen Eisens und Epic Event haben wir die Tage jetzt. Dann kommt dazu noch, dass wir am Heiligabend noch einen weiteren Couponcode erhalten, der wieder über die Social Media Kanäle hier verbreitet wird. Das heißt, da gibt es auch nochmal extra was oben drauf. Und für das nächste Wochenende zum Jahreswechsel haben wir auch gleich hier die Events am Start, dass wir da dann auch schon rechtzeitig Bescheid wissen auf jeden Fall. Ne? Jo. Der Couponcode von Shakes and Fidget selbst ist aber nicht das einzige Geschenk, was euch erwarten wird. Denn ich habe mir überlegt, morgen zum 24. zum Heiligabend, zu Weihnachten, möchte ich euch auch noch ein kleines Geschenk unterbreiten, wo ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall ein bisschen was zu gewinnen. Und da habe ich mich natürlich, wie gesagt, auch nicht lumpen lassen und möchte euch dahingehend auch ein bisschen was zurückgeben. Also wer das nicht verpassen möchte, sollte auf jeden Fall hier auf den Kanal ein kostenfreies Abo dalassen, damit ihr das denn dahingehend dann auch nicht verpasst, ne? Jo, gut, das auf jeden Fall erstmal zu den News, was euch so angeht, was ihr kriegen könnt. Ne? Morgen erfahrt ihr da noch genaueres zu, auf jeden Fall von meiner Seite aus. Und im gleichen Atemzug wollte ich dann auch nochmal ankündigen, ich habe ja gesagt, es gibt nochmal einen Livestream vom legendären Dungeon, weil uns fehlt ja immer noch die Waffe auf W50, die müssen wir finden. Und dann müssen wir einmal auf W27 unseren Battle Mage noch komplett neu equippen. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht, das müssen wir noch machen und das werden wir auch machen. Und zwar werden wir das Ganze am ersten am ersten Weihnachtsfeiertag machen. Und zwar ist das denn der 25. Samstag. Da werden wir abends, ich will noch nicht eine genaue Zeit festlegen, ich sag mal so Pi mal Daumen 20 Uhr, kann aber auch eine Stunde früher, eine Stunde später, lege ich mich jetzt noch nicht fest, werdet ihr dann sehen. Ich werde dann wieder die Erinnerung vorher dann live schalten und dann werdet ihr ja sehen. Aber auf jeden Fall merkt euch, am Samstag, am 25. abends gibt es dann nochmal den letzten Livestream, wahrscheinlich dieses Jahr und höchstwahrscheinlich zum legendären Dungeon auch, ne, das ist klar. Und da werden wir auch nochmal ordentlich reingrinden, denn wie gesagt, auf W27 habe ich fast noch gar nichts gemacht und auf W50 müssen wir noch unbedingt die legendäre Waffe finden, weil die fehlt uns natürlich auch noch und das können wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Ne? Deswegen da auf jeden Fall, wird es dann nochmal einen Livestream geben. Ansonsten auf meinem Main müssen wir wahrscheinlich auch noch hier und da ein paar Runs machen, weil ich natürlich bis zum Ende des legendären Dungeons möchte ich natürlich auch mein Inventar voll mit Epics haben hier, ne, damit ich auch genug zum Zerlegen habe. Das habe ich euch ja im letzten Video erzählt, welche Strategie ich da verfahre. Und falls ihr das nicht gesehen haben solltet, könnt ihr da gerne nochmal auf das Video zurückspulen. Ansonsten, bevor wir hier weitermachen im legendären Dungeon auf dem Main, wollte ich auch noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Und zwar, unsere Gilde hat heute ein Achievement erreicht, was wir bisher noch nie gehabt haben. Und zwar sind wir jetzt seit einiger Zeit wieder 50 Mitglieder und haben auch eine sehr gute Ritterhalle so. Wir sind ja meistens immer wir sind noch nie ans Maximum gekommen, so. Dafür sind halt viele alte Leute dabei, die halt nicht mehr spielen und dann aus der Gilde raustreten und dann muss man wieder neue finden und das auf so einem alten Server ist schwierig. Ne? Jetzt sind wir momentan wieder 50 und wir haben unser Gildenpad heute so weit gebracht wie noch nie. Und da habe ich auch schon lobende Worte hier an meine Gilde verloren, dass wir hier fast die 1000er Ritterhalle voll haben mit 50 aktiven Membern und fast die 13er Hydra besiegt haben. Wir haben noch nie zuvor im Leben dieser Gilde die 12-köpfige Hydra, glaube ich, besiegt. Und wenn, dann habe ich zumindest nicht mitbekommen. Und jetzt sind wir hier bei der 13-köpfigen Hydra und haben die auch schon fast besiegt. Und das ist ziemlich nice. Wir gehen jetzt mal rein. Und ja, wir sind jetzt hier auf 27%. Mal gucken, was wir noch so ausrichten können hier. Ne? Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weil, ja, also es ist auf jeden Fall sehr nice, dass es hier so gut
vorangeht. Das macht mich wirklich sehr, sehr froh, weil der Geheimauftrag, ne, den wir dadurch ja leveln, aufwerten, ne, der Daily, Alter, Digga, what the fuck, die Daily Quest, Mann, Digga, Sprachenlernen Bubble hier am Start, Junge, die Daily Quest, der Geheimauftrag, ist nachher im Late Game die stärkste Einkommensquelle, was Erfahrung angeht. Das habe ich hier auch nochmal geschrieben. Und wenn man hier mal so drauf guckt, jetzt mit der 13er Hydra, fast 14er, wir waren vorher auf 27, ne? Oder wie viel waren wir? 27, jetzt 23? Ich weiß nicht ganz genau, wie viel wir jetzt gemacht haben. Aber viele von uns haben gut das Pad ordentlich schön gelevelt. Wir sind jetzt hier momentan gerade auf 13,5 Millionen Erfahrung für die Quest und das ist natürlich sehr, sehr nice. Ja, vorher waren wir immer so auf 11 bis 12 und das ist jetzt schon, das ist ordentlich was. 300% Hydra-Bonus, das schmeckt auf jeden Fall. In dem Atemzug könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht spielt ihr ja in einer etwas älteren Gilde auf einem älteren Server und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie hoch eure Hydra gerade in eurer Gilde ist. Das würde mich mal interessieren, brennend auf jeden Fall, damit man mal so ein bisschen vergleichen kann. Und wir sind ja jetzt nun auch auf einem etwas älteren Server, aber unsere Gilde war halt immer nicht so richtig aktiv oder hat halt hier und da mal was verpasst oder ja, man musste immer so ein bisschen dran erinnern, sag ich mal, dass man auch das Gildenpad ein bisschen mit hochzieht. So viele Spieler sind auch noch nicht am Maximum, sag ich mal. Wir haben ja jetzt hier ein Maximum vom Stufe 517. Da gibt es immer noch ein paar Leute, die das noch nicht gelevelt haben. Aber vor allen Dingen hier haben wir einen kleinen Ausreißer mit dabei. Aber die meisten achten da schon relativ gut drauf so und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vor allen Dingen hier der unterste Spieler gerade hier, wir haben glaube ich 1, 2 neue Leute dabei, die ordentlich Levelzuwachs haben jetzt in letzter Zeit. Auch sehr, sehr vorbildlich hier, dass das Gildenpad auch schon so fleißig hier gelevelt wird. Und cool zu sehen, dass hier auch ein bisschen Aufholjagd am Start ist so. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Bringt auf jeden Fall der Gilde mehr, als wenn wir irgendwie eine Stufe 580er hier in der Gilde haben, der aber nicht mehr spielt. Großartig so. Ne? Da haben wir lieber denn so einen hier in der Gilde. Die Ritterhalle ist zwar noch nicht ganz so gut, aber er ist halt auch erst Stufe 282, aber bemüht sich zumindest hier mit dem Gildenpad schon mal. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Ne? Gut, ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Verringert den Schaden bei gescheitertem Fluchtversuch. Seele des Hasen ist eigentlich eine sehr gute Rune, deswegen nehmen wir die mal. Und genau, also wir haben noch so einiges vor. Ich weiß nicht, wie lange wir am ersten Weihnachtsfeiertag streamen werden, aber ich weiß auf jeden Fall, das wird der Tag sein, an dem wir, das ist natürlich bitter, das wird der Tag sein, an dem wir das letzte Mal in den legendären Dungeon im Stream reingehen werden. Weil ich sonst bis dahin danach dann keine Zeit mehr haben werde. Der legendäre Dungeon geht ja noch bis zum 27.12. und bis dahin könnt ihr übrigens auch noch immer meinen Code eingeben, ne? Dorza Xmas, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau, und falls ihr neu angefangen habt, ihr müsst halt Stufe 50 dafür sein, aber ich denke mal in den 10 Tagen, wo ihr jetzt Zeit gehabt habt, um Stufe 50 zu erreichen. Das sollte, denke ich mal, für jeden machbar sein. Und deswegen, denke ich mal, dass da die meisten keine Probleme gehabt haben, da in der Zeit die vorgegebene Stufe zu erreichen. Ne? Genau. So, wir schauen mal. Das kommt ganz gelegen hier. Da nehmen wir doch das mal gleich mit. Zack. Versuchen wir uns mal ein bisschen zu healen hier nebenbei. Ja, ein Goldraum. Nice. Wie gesagt, hier legendärer Dungeon eigentlich für mich weitestgehend nur noch dafür da, um ein paar Epics zu farmen, so, ne? Damit man ein bisschen auch, wenn der legendäre Dungeon nachher dann vorbei ist, ich versuche mal zu flüchten jetzt, ein bisschen regenerieren, okay, hat leider nicht geklappt, damit wenn der legendäre Dungeon nachher vorbei ist, ich auch immer noch genug Items habe, um täglich 5 Epics zu zerlegen, so, ne? Und das mache ich halt, bis die Epics irgendwann weg sind und dann warte ich halt wieder auf den nächsten legendären Dungeon, weil, wie gesagt, Epics kaufen
tue ich mir nicht. So, das ist mir dann auch zu teuer, muss ich sagen. Und das bringt halt auch nicht wirklich sehr viel. Das ist sehr lucky. Bringt halt auch nicht sehr viel, weil man halt eben für jedes Item 10 Millionen Gold bezahlen muss und dann ist es nachher wieder nicht worth. So, erhalte beim erneuten Betreten, okay, es erscheinen keine epischen Truhen, ja, erhöht die Chance besseren Segen, es erscheinen mehr Verfluchte, erhöht die Chance einen Fluch aus, nehmen wir das mal, ja, das ist ganz gut. So, let's go. Dann werden wir den Run noch hier zu Ende machen und dann mal schauen, was wir so bekommen dadurch. Wir versuchen mal zu flüchten, ein bisschen regenerieren hier vielleicht. Wir gehen mal durch die Falle. Okay, schade, ist ein Monster hinter. So, das Fragezeichen nehmen wir mit. Ich greife jetzt nicht mehr an. Macht natürlich keinen Sinn mehr. Die Falle möchte ich eigentlich ungern mitnehmen. Wir haben aber auch nicht sehr viele Schlüssel am Start. Da müssen wir auch drauf achten. Deswegen riskiere ich jetzt mal, weil wir kommen jetzt, genau, jetzt müsste jeden Moment der Schlüsselhändler kommen und da brauchen wir halt eben die nötigen Schlüssel dafür. So, ich glaube, ich kann mir One-Hit-Wonder, die große Version kann ich mir nicht mehr leisten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, der kostet 4 Schlüssel. Ja, doch, ich glaube, der kostet 4. Deswegen nehmen wir mal die kleine Version mit. Kaufen. Müssen wir auch schon 2 Schlüssel bezahlen, jetzt haben wir nur noch einen. Aber wir hoffen mal, dass wir ein bisschen hier ein paar Schlüssel gefarmt kriegen dadurch, denn zumindest 2 Schlüssel. Gut, jetzt haben wir schon mal 2 Schlüssel. Da haben wir schon mal dann den Einkaufswert vom One-Hit-Wonder wieder drin und haben jetzt einen Schlüssel dadurch jetzt gut gemacht. So, das ist natürlich bitter. Falle oder die Opfertür. Das Ding ist, bei den Opfertüren, ich habe auch ein paar Runs gemacht tatsächlich, wo ich die Opfertüren mal ausgetestet habe und mal durchgegangen bin, weil ich hatte wirklich sehr krasse Ressourcenprobleme auf dem Server hier und die Runs sind unglaublich teuer, wenn man die Opfertüren nimmt, aber die bringen schon, wenn man halt Ritterhalle oder Festung 20 hat, bringen die schon echt gut Erfahrung, muss ich sagen, Ressourcen. Ne? Also da habe ich mich nochmal gut aufgefüllt, aber die sind mir jetzt einfach zu teuer, muss ich sagen. Und ich kriege jetzt früher oder später sowieso die Ressourcen wieder rein. Das Ding ist, ich musste teilweise meine Minenausbauproduktion unterbrechen, weil ich keine Ressourcen mehr hatte, um die Mine auf die nächste Stufe zu ziehen. So, und das ist natürlich dann schon immer ein bisschen bedenklich, sag ich mal. Ne? Deswegen hat das auf jeden Fall ganz gut getan, hier mal so ein bisschen zumindest die Ressourcen aufzustocken. Ich nehme mal den Debuff jetzt mit. Okay, Fluchtchance. Den nehmen wir dann auch noch gleich mit. Okay, oh, das ist eine ganz schlechte Kombination. Wir hoffen mal... Okay, scheiße. Da haben wir einen Gegner vor uns. Da kommen wir nicht dran vorbei. Reviven wir uns nochmal. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Hier ist ein Monster drin. Ich möchte aber auch Epics haben. Deswegen nehme ich das mit, weil... Ja, die geben einen meistens ein Epic. Ein Debuff. Ja, das ist wieder ein bisschen bitter. Aber wir gehen jetzt durch die Türen durch. An denen gehen wir mal vorbei. Hier nehmen wir auch noch die Tür mit, weil ich habe Debuff momentan gerade. Das ist nicht so cool. So, und da haben wir wieder ein Monster hinter. Jetzt gehen wir mal hier vorbei. Gut, sind vorbeigekommen. Ja, versuchen wir uns noch vorbeizuschleichen irgendwie. Nehmen wir noch diese Opfertüren. Die sind eigentlich, also die geben auch hier teilweise gut Ressourcen. Hier 9 Millionen Holz, das ist ganz nice. Gut, Holz habe ich genug, aber Steine wären ganz nice. Also Ressourcen-Runs kann man auch machen. So, ne? Da muss man durch die Opfertüren und durch diese verfluchten Türen. Gut, jetzt kommen wir wieder nicht vorbei, jetzt müssen wir nochmal bezahlen. Okay, das war jetzt nochmal sehr teuer gewesen tatsächlich. Einfach nur, weil ich jetzt halt eben, die falschen Entscheidungen getroffen habe, sag ich mal. So, jetzt können wir aber nochmal hier das Monster mitnehmen, weil wir sind Full Life. Und ich hoffe nicht, dass uns jetzt dieser Gegner aus dem Leben klatscht mit diesem Debuff drauf. Boah, Digga, war das knapp gewesen. Okay, aber wir haben nochmal 120 Millionen Gold. Ja, und jetzt gucken wir mal, was bekommen wir? Die Schuhe. Okay, gut. Ich habe bisher auf meinem Main nur einmal eine Waffe bekommen. Die habe ich ja meinen Marquardt gegeben, das wisst ihr ja, das habt ihr ja gesehen im letzten Video auch. Davon ab habe ich wirklich nur ein einziges Mal eine legendäre Waffe bekommen. Das wäre ganz cool, wenn wir vielleicht noch eine zweite oder sowas gedroppt bekommen jetzt die Tage, wenn ich nochmal ein bisschen auf Epic-Jagd gehe hier im Dungeon. Hier sowas ist immer sehr wichtig. Ja, dass wir vielleicht die Waffe auch umwandeln, um eventuell meine Begleiter nochmal auszurüsten, dass die vielleicht nochmal eine neue legendäre Waffe bekommen.
Das wäre vielleicht noch ganz hilfreich so für die Kunigunde oder so. Genau, der Marquardt hat ja soweit jetzt eine legendäre Waffe. Bertram könnte man noch überlegen, aber jo. So, machen wir erstmal die Stadtwache rein, reicht erstmal wieder. Werden die anderen Tage noch ein bisschen runnen und dann werde ich mir jetzt noch gleich den Geheimauftrag da snacken. Das ist denn die letzte, die letzte Aufgabe des Tages denn hier und dann sind wir soweit durch. Da werde ich aber die Items wieder umwandeln, damit die hier das beste Maximum rauskriegen können aus den, von den Kristallen her. Das werde ich jetzt aber nachher nicht mehr im Video machen, weil das dauert dann, glaube ich, so ein bisschen zu lang. Und sehr interessant ist das Ganze ja auch nicht, oder ist halt, glaube ich, nicht so sehr ansehnlich, wie ich hier die ganzen Epics umwandle in höherwertige Epics. Ne? Es sei denn, ihr wollt das sehen, aber ich glaube nicht, dass das so sehr spannend ist auf jeden Fall. So, aber dann sind wir jetzt erstmal soweit hier wieder durch, haben wir ein bisschen Gold bekommen, das ist ganz nice. Und ja, dann soll es das für das heutige Video erstmal soweit wieder gewesen sein. Ne? Wie gesagt, auf jeden Fall lasst ein Abo hier gerne da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr morgen das Gewinnspiel nicht verpassen wollt. Da gibt es noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch und ansonsten gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. gibt es dann abends einen Livestream, wo wir dann nochmal auf dem Battle Mage in die Dungeons gehen und auf W50 versuchen, die legendäre Waffe zu bekommen und hier auf dem Main nochmal ein paar Runs machen, sodass wir zumindest unser Inventar voll haben mit ein paar neuen Epics. Ne? Alles klar, gut, bis dahin soll es das soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.